Rucksack auf meinen Schultern ist ein Fallschirm in die Freiheit. Ein Zelt, ein Bett, Zahnbürste, Feuerzeug. Wow. Entlang den schönsten Wegen, Berge, Wälder, grüne Ebenen. Es endet erst, wenn der Trail aufhört. Der Platz war überwältigend und die Nacht gut. Mit gemessenen 7 Grad Minimum war die Nacht etwa 2 Grad kühler als angesagt, zumal ich die Temperatur innerhalb des Zeltes messe. Von den 1-2 Grad weniger habe ich aber kaum etwas mitbekommen. Am nächsten Morgen packte ich meine Sachen zusammen, ich kochte Kaffee und konnte mich dann wirklich schwer von diesem wunderschönen, verborgenen Plätzchen trennen. So, ich habe alles gepackt. Es war wirklich eine hervorragende Nacht. Ich habe super ruhig geschlafen. Ich hatte zwar 2-3 Mal das Gefühl, dass irgendein Tier in meinem Zelt ist und da rumschnuppert. Ich dachte vielleicht ein kleiner Fuchs oder... Ich habe sogar hier am nächsten Morgen auch noch festgestellt, dass irgendjemand hier so einen halben Topf Nudeln irgendwann mal ausgekippt haben muss. Das heißt, das hätte natürlich auch Wildschweine anlocken können, aber hier stand einfach keine zu geben, direkt am Wasser. An diesem Platz waren eben auch 2 kleine Hunde, die sind hier mit wedelnden Schwänzen hier hingekommen, also total süß. Ich gucke mal, ob ich die noch mal wiedersehe jetzt. Der Platz war echt super schön. Für mich bisher die beste Nacht. Gerade hatte ich zusammengepackt, da überraschten mich 2 freudige, schwänzchenwedelnde Hunde. Da seid ihr ja beide. Och. Süß. Vielleicht wart ihr das auch heute Morgen, die bei mir schnüffeln waren, ne? Das kann auch sein. Ein dritter schloss sich an und so wanderten wir als Rudel. Weiter? Jetzt sind wir aber schon eine ganz schöne Gang, oder? Leute? Drei Stück jetzt hier. Das war dann alles ganz märchenhaft, bis von der anderen Seite, also von vorne, eine Herde Ziegen kam. Die Hunde trieben die Herde der Ziegen in alle Richtungen. Wie Lemminge kamen immer mehr Ziegen den kleinen Pfad hinauf und ich zerschlug die Hände über dem Kopf. Ich erwartete nur noch den erbosten Blick eines nachkommenden Herdenschutzhundes. Auweia. Ja, ich bin hier gerade in so einer Ziegenherde. Meine 3 Hunde sind natürlich total ausgerastet, dass die Ziegen plötzlich kamen. Alle sind durcheinander gelaufen und ich habe auch einen Schritt zur Seite gemacht und dabei leider den falschen und bin einmal hingefallen. Es geht, also es brennt ziemlich, die Klippen sind ja relativ scharf, ich habe ja Blut ein bisschen, aber habe mich jetzt nicht doll gestoßen, nicht umgeknickt oder so, also nur kleine Blessuren. Ja, und jetzt kam noch der Schäfer dabei, ich habe ihn direkt gefragt, ob er noch einen Hütehund dabei hat, aber hat er nicht. Das heißt, ich warte jetzt mal kurz, bis alle vorbeigezogen sind und gehe dann weiter. Und mal gucken, ob sich meine Hunde nochmal anschließen oder ob der Schäfer die jetzt verjagt hat. Die weitere Strecke war tough. Der Grund dafür war ein Mangel an Wasser und Nahrung und meine neue Verletzung. Ja, hier hätte ich mich eigentlich auf Wasser gefreut. Ich dachte, hier wäre eine volle Zisterne. Leider ist sie leer. Es gibt noch eine zweite auf dem Weg. Ich vermute, dass die auch leer sein wird. Ist ja gut, Hundi, ist ja gut. Also Kate Clow hatte recht.
Es gibt echt wenig Wasser auf der Strecke. Es ist wild, es ist tough. Da kommt schon wieder ein großer Hund. Ja, ich war jetzt an der 3. Zisterne. Da gab es leider wieder kein Wasser. Jetzt habe ich noch so 2 Kilometer. Und dann müsste ich aber auch mal irgendwo ankommen, in irgendeinem Ort. Das ist echt ein bisschen ermüdend gerade. Ja, Schnucki, bleib doch da. Pass auf dich auf, Alter. Boah, so, nach langer Schmachtung eine Quelle. Hier sind natürlich 1000 Wespen, aber so ist es halt. Ich wusch mein angeschlagenes Bein, an dem das Blut schon getrocknet war, und füllte reichlich Wasser nach. Oh, Wasser perfekt, ey. Jetzt muss ich nur noch was zu essen finden. Ja, das hätte ich am liebsten auch gefilmt gerade. Ihr seid gerade so nach 12, 16 Kilometer laufen, wo es nichts zu essen, nichts zu trinken gab. Jetzt hier ist eine alte Omi am Straßenrand, an einer staubigen Straße. Und hat mir jetzt hier diesen Apfel verkauft, der auch nicht mehr so ganz frisch ist. Und hier in diesem alten Stück Papier diese Nüsse. Da freue ich mich natürlich drüber, weil die Glücksschwelle ist natürlich ziemlich niedrig, wenn man so lange nichts gegessen hat. Ja, guten Appetit. In 2 Kilometer kommt eine Pension und ein Restaurant. Und ich hoffe, dass ich da was zu essen finde. Das wäre natürlich jetzt grandios, weil ich habe den ganzen Tag kaum was gegessen, außer mir hier Eiweißriegel und Müsli-Riegel reingestopft. Und das wäre echt klasse, wenn es gleich was geben würde. Ich freue mich, ich bin gespannt. Oha. Die Laune wird wieder besser hier. Am Bootssteg kam ich an. Eigentlich kann man von dort entweder laufen oder man kann mit so einem wackeligen Boot sich rüberfahren lassen, so ein Stück. Ich habe mich aber dagegen entschieden. Außerdem war sowieso kein Bootsmensch da. Und da am Bootssteg, da saßen dann Margit und Bernhard. Junges Rentnerpaar, 4 Kinder und sind jetzt am Reisen. Fand ich total die spannende Begegnung. Haben wir uns ein bisschen ausgetauscht und die laufen auch den gesamten Weg, auch aus 4 hier. Und ich bin mal gespannt, ob wir uns wieder treffen. Ich mache mich jetzt auf zum nächsten Städtchen, da wird es alles wohl geben. Naja, könnte man noch schaffen heute. Ja, und bis dahin esse ich weiter hier Eiweißriegel und Müsli-Riegel. Über weite Flächen voller fressender Ziegen ging es weiter nach Ujjayi. Ja, Fritz, weiter. Ich wollte aufnehmen, wie du da oben isst. Das fand ich klasse. Gut.
Ich komme jetzt in den nächsten Ort, bald Uyajus oder sowas. Ja, wahrscheinlich wird es ja genau passen, dass ich mir zeitlich eine Pension nehme und ich freue mich total auf ein richtig geiles Abendessen. Oh, ich habe den ganzen Tag nur diese Riegel gegessen und ich freue mich. Ja, es ist noch ein ganzes Stück, aber wenn ich da übernachten kann, wovon ich jetzt erstmal ausgehen würde, dann ist es ja kein Problem, wenn ich ein bisschen später ankomme. Ich freue mich. Vor den Toren Ujjays angekommen, führte der lykische Weg an eine Kreuzung mit der Option auf einen Campingplatz. Bis auf die Geschichte mit Bernhard und Margit war ich den ganzen Tag allein. Ein wenig Socializing konnte also nicht schaden. Ich bin jetzt gleich in Ujjays angekommen und ich habe da einen Campingplatz gefunden. Und ich habe auch schon angerufen, ich habe gefragt, ob es Vegetarisches zu essen gibt. Es gibt Linsensuppe, Brot, oh, das reicht mir auf jeden Fall. Geil, ich freue mich auf warmes Essen. Und ich habe heute einfach mal Bock auf einen Campingplatz, für ein bisschen sozial sein. Ich habe auch eben einen Wildcamping-Spot gesehen. Aber vielleicht kann ich da noch mal ein paar Leute kennenlernen oder halt was Warmes zu essen bekommen und mich da irgendwie ein bisschen wohlfühlen. Ich folgte dem Pfad und kam zum Kekova Camping. Direkt an den Pforten begrüßte mich die Besitzerin. Sie war Britin, ihr Mann Türke und zusammen betrieben sie diesen wunderschönen Platz. Gerade als ich mein Zelt aufbaute, kam der einzige weitere Gast zu mir, Emanuel aus Nürnberg. Anders als ich kam Emanuel aus der anderen Richtung. Er fragte mich, ob ich dem legendären Wolfshund von Patara begegnet sei. Dieser hätte schon so mancher Person keinen Durchtritt gewährt. Ich verneinte, beschloss aber im Geheimen, die Legende von meiner Begegnung mit dem Hütehund künftig etwas interessanter zu erzählen. Nicht jetzt beim Essen. Nicht jetzt beim Essen. Das ist leider Menschenessen. Danach folgte ein weiteres langes Nerdgespräch über Wanderausrüstung und unsere Abenteuer auf dem lykischen Weg. Es wurde kalt und langsam verabschiedeten wir uns in unsere Zelte. Aus dem Gebüsch hörte ich Laute, die von einem Saurier stammen hätte können. Dann war es weg und kam nicht wieder. Und der Rucksack auf meinen Schultern ist ein Fallschirm in die Freiheit. Ein Zelt, ein Bett, Zahnbürste, Feuerzeug. Wow. Entlang den schönsten Wegen, Berge, Wälder, grüne Ebenen. Es endet erst, wenn der Trail aufhört.